Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. In diesem Video geht es um den zweiten Teil meines abstrakten Acrylbildes, welches in der Ausstellung in Frankfurt am Main hängen wird. Vielleicht wohnst du in der Nähe und hast Zeit und Lust, die Ausstellung zu besuchen. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. Danach habe ich mich dann entschieden, eine neue Farbe auf meine Leinwand zu bringen. Und ich habe mich für das Persisch-Rosa entschieden. Das ist ein relativ kühler und deckender rosafarbener Ton. Dadurch, dass ich aber noch sehr viel durchscheinen lassen wollte von den Dingen, die sich bereits auf der Leinwand als Acrylfarbschichten befinden, habe ich das tatsächlich nur sehr akzentuiert aufgetragen. Auch beim Auftragen dieser Farbschicht habe ich darauf geachtet, dass das Gelb an den Ecken in jedem Fall noch durchscheinen wird, wenn ich mit dem Auftragen der Schicht fertig bin. Das Drehen des Bildes sieht ja schon sehr mühsam aus und das ist es tatsächlich auch. Ich glaube, das ist in der Ausstellung das schwerste Bild, was ich tatsächlich an der Wand hängen haben werde. Meine nächste Wahl fiel wieder auf das Rot-Violett, weil das unter den Schichten in Blau, Weiß und Rosa nur noch in Spurenelementen vorhanden war. Und ich wusste, dass es sich dabei ja um eine transluzente Farbe handeln wird. Und deshalb werde ich mithilfe dieser Farbe sehr schöne Farbmischungen erhalten. Wenn ihr jetzt einmal daran zurückdenkt, wie das Rot-Violett auf der getrockneten gelben Hintergrundfarbe ausgesehen hat und wie es jetzt auf den noch nassen Farben aussieht, dann gibt es da tatsächlich Riesenunterschiede. Es ist wirklich die gleiche Farbe und sie reagiert und interagiert mit anderen Farben tatsächlich komplett anders. Zusätzlich habe ich zwischendurch auch noch mein Rakelwerkzeug angehoben, sodass ich auch Unterbrechungen von Flächen habe, an denen dann die vorher aufgetragenen Schichten viel einfacher zur Geltung kommen. Wenn ich das jetzt so sehe, wie sporadisch die Farbe aus der Flasche kommt, fällt mir wieder ein, dass ich diese Farbe unbedingt nachkaufen muss, weil ich die tatsächlich sehr gerne verwende und den Farbton, wenn dieser mit anderen Farben interagiert, richtig gut finde. Apropos Nachkaufen, wer sich für den Farbton interessiert und nicht weiß, welcher das genau ist, ich gebe die Farben und Materialien nach Möglichkeit in meiner Videobeschreibung an. Einfach mal auf das kleine Wörtchen mehr unterhalb des Titels klicken und dann klappt sich der entsprechende Bereich auf.
Und bei diesem Bild war es sehr lange Zeit so, dass es sehr harmonisch war, dass hier nicht die großen Kontraste ausgearbeitet worden sind, aber das gilt natürlich dann nur bis zu dieser Farbschicht. Ich habe das sehr selten bei einem Bild. Dieses Bild sah nach jeder Schicht gut aus. Sehr oft ist es ja so, dass mir dann irgendetwas nicht gefällt und gerade jetzt an diesem Punkt war es so, dass das Bild unheimlich harmonisch war. Ich habe mir dazwischen auch sehr viel Zeit gelassen und bin dann aber zu dem Schluss gekommen, dass dieses Bild zu harmonisch ist, falls es das überhaupt gibt. Und deshalb habe ich mir dann überlegt, etwas daran zu ändern, nicht um des Änderns willen, sondern weil ich das Gefühl hatte, dem Bild fehlt ein bisschen die Struktur und eine Aussage. Vielleicht hätte ich es an diesem Punkt auch einfach so sein lassen sollen, nach dem Motto, das Bild ist jetzt mal völlig anders. Aber ich konnte das nicht und dann habe ich mich umgesehen und habe eine blaue Farbe entdeckt, von der ich der Meinung war, dass sie dem Bild richtig gut tut, weil sie ein Stück weit einen dunkleren Kontrast auf das doch recht pastellige Bild bringen wird. Mir hat die blaue Farbe in einem Drittel des Bildes richtig gut gefallen und nachdem ich mit der letzten blauen Bahn fertig gewesen bin, fand ich es aber insgesamt zu dunkel und ich weiß ja, dass ein Bild mit Acrylfarben nochmals dunkler auftrocknet. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, dass das Bild auch jetzt noch nicht beendet ist, sondern ich habe dann, wie selbstverständlich, nochmal zum Titanweiß gegriffen. Dadurch, dass Farbmischungen aus dem Blau, dem Persisch-Rosa und dem Rot-Violett entstanden sind, habe ich mein Rakel nicht gesäubert, weil ich zunächst keine rein weiße Schicht auf meiner Leinwand haben wollte. Und so ergeben sich hellere Farbtöne, die wiederum im Kontrast zu dem Ultramarin stehen. Mit dem Auftragen des Rot-Violetts auf meinem Werkzeug beginnt jetzt für mich die Detailarbeit auf dem Bild. Ich finde das, was dort zu sehen ist, schon sehr gut. Jetzt geht es aber auch darum, nochmal Nuancen herauszuarbeiten, vielleicht sich nochmal für eine komplett andere Farbe zu entscheiden und immer wieder innezuhalten. Das habe ich euch natürlich aus dem Video geschnitten. Also da gibt es Phasen, bei denen ich dann tatsächlich mit einer Leiter auch von oben gucke, um eine andere Perspektive auf das Bild zu haben. Und ich habe mich dann tatsächlich entschieden, mit einem richtigen Weiß in das Bild einzusteigen. Ich wollte diesen harten Kontrast.
Nachdem ich die fast weiße Fläche gerakelt habe, habe ich das Bild diesmal um 180 Grad gedreht und als Ausgleich auf der gegenüberliegenden Seite auch noch eine Fläche in weiß gerakelt, aber tatsächlich darauf geachtet, dass sie sich in einem Punkt minimal berühren. In meiner Vorstellung sollte die dritte weiße Fläche, die ich dann auch noch aufgetragen habe, ebenfalls mit den anderen Farben eine Farbmischung eingehen. Das ist aber an dieser Stelle nicht so sehr gelungen. Dafür guckt das Gelb noch schön unten raus. Und diese Fläche war mir dann zu weiß. Die hat zu viele Blicke auf sich gezogen, sodass ich nochmal zu dem Rot-Violett gegriffen habe, um das Ganze wieder ein bisschen in den Hintergrund zu drängen und abzumildern. Jetzt geht es auf dem Bild um Nuancen, Detailarbeit, kleine Korrekturen, immer wieder hinschauen, den Gesamteindruck wahrnehmen, ein bisschen weiter weggehen und immer im Hinterkopf zu haben, das Gelb soll sichtbar bleiben. Inzwischen war ich mir auch sicher, dass es dieses Bild sein wird, welches man als erstes sehen wird, wenn man die Ausstellung betritt. Denn dort ist eine wunderbare Fläche, auf der dieses Bild platziert wird. Und von rechts kommt Tageslicht. Und es ist ja ein sehr freundliches, fröhliches und helles Bild geworden. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch schon festgelegt, dass der Rand in jedem Fall in der Hintergrundfarbe Gelb gestaltet werden wird. Ich könnte mir natürlich die Frage stellen, ob ich es bedauere, dass das Bild jetzt komplett anders aussieht, als es so harmonisch war. Und ich muss sagen, beides wäre gut gewesen, doch dieses Kontrastreiche mit den verschiedenen Flächen und auch tatsächlich mit den Blautönen gefällt mir besser als das, was ich vorher in reiner Harmonie auf meiner Leinwand hatte. Trotz der Länge des Videos darf die Kamerafahrt über das noch nasse Bild meiner Ansicht nach nicht fehlen. Es ist sehr schön zu sehen, wie die Hintergrundfarbe in Gelb an so vielen Stellen durch die einzelnen Farbschichten leuchtet. Ich finde es wunderbar, dass so viele Inseln in der Rakeltechnik aufgetaucht sind und sich fortgesetzt haben. Und mir gefallen vor allen Dingen die verschiedenen Farbnuancen und Farbmischung sehr gut.
dieser Stelle werfen wir mal einen kleinen Blick in die Ausstellung, da ich natürlich weiß, dass nicht jeder dort nach Frankfurt fahren kann, um sich die Bilder persönlich anzugucken. Aber ich wollte euch gerne einen kleinen Eindruck vermitteln, wie es aussieht, wenn man das abstrakte Acrylbild namens Meer aufhängt. Zum Abschluss zeige ich euch natürlich einmal das fertige Bild, wie es an der Wand hängt und nochmal von einer anderen Lichtquelle beleuchtet wird. Man sieht sehr schön die beiden weißen Flächen, die für mich auch die Gischt einer Meereswelle darstellen. Man sieht weiterhin die Rippel, von denen ich in der Mitte des Videos gesprochen habe. Ich habe wunderbar helle Blauanteile. Ich habe übergehende Blauanteile in den Bereich des Lilafarbenen und mit Hilfe des Rot-Violetts und des persisch-rosafarbenen habe ich auch noch leichte Pastelltöne mit auf dem Bild. Was mich besonders freut, ist, dass so viele gelbe Inseln in der Rakeltechnik noch vorhanden sind und auch, dass das Blau wie immer auf mich eine sehr beruhigende Wirkung hat. Ich danke dir sehr herzlich fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du bereits in der Ausstellung gewesen bist und ich würde mich auch freuen, wenn der eine oder andere, der in der Nähe wohnt und sich für meine Bilder interessiert, auch diese einmal ansieht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonniert hast, mir ein Like für dieses Video gibst und vielleicht sogar auch mein Video teilst. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal.